An einem Nachmittag 1959 schlug mir nach einem Streit der Nachbarsbub einen Tannenast an den Kopf. Dabei prägte sich eine Tannennadel tief in eine Wunde über meinem Auge. Jeden Tag ging ich mit dem kleinen Stachel unter meiner Haut. Erst nach einem Jahr kam er heraus. Doch es war bereits zu spät. Ich hatte mich für mein Leben lang mit der Tannennadel infiziert. Sehr bewusst und aktiv beschäftige ich mich mit der Tannennadel als künstlerisches Grundelement seit 50 Jahren. Diese Tannennadel, die taucht auf oder hilft mir, Flächen zu organisieren, Flächen zu strukturieren, zu Skulpturen, um Skulpturen aufzubauen. Als Impulsgeber ist eine Tannennadel natürlich ein Stachel, um weiterzumachen. Wie ein Herzschrittmacher, der den Impuls gibt, dass das ganze Werk weiterläuft. Kunstobjekte sind Gefäße für philosophische Überlegungen. Was hat das Leben überhaupt für einen Sinn? Was macht menschliches Leben überhaupt sinnvoll? Und das sind ja die Urüberlegungen auch für Kunst. Es ist so, dass ich zu meinem 70. Geburtstag eine Ausstellung geschenkt bekommen habe. Das ist mir eine ganz wichtige Geschichte, wirklich Sachen zu machen, die nicht ins übliche Kunstghetto gehören und passen, sondern rausgehen und für einen sogenannten normalen Menschen nachvollziehbar sind. Und diese Ausstellung in 5 Handwerksbetrieben ist eine wunderbare Gelegenheit, mehr oder weniger eingefahrene Denkmuster zu kitzeln und anzustacheln, wach zu werden und wieder kritisch zu hinterfragen. Kunst hilft, ein freies, vorurteilsfreies, klares Leben zu führen. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Hier haben wir stabil am Boden eine Holzkiste. In dieser Holzkiste sehen wir Holzteile. Ich lege jetzt eines auf den Boden. Und es ist ein unteres Stück und wir können das aufstellen.
Und es gibt ein zweites Stück. Und jetzt noch ein drittes Stück. Und dann haben wir ganz oben noch die Möglichkeit, diesen Kopf aufzusetzen. Und jetzt liegt es an Ihnen. Wie würden Sie dieses Werk oder Objekt benennen? Was ist für Sie tatsächlich wichtig? Was nehmen Sie persönlich mit Ihrer Art und Weise, mit Ihren Augen, mit Ihrer Nase, mit Ihren Ohrwascheln, mit Ihren Fingern, was nehmen Sie wahr? Wenn man sich des Mechanismus bewusst ist, den man verwendet, um etwas zu beurteilen, dass das der ganz private, persönliche Mechanismus ist, mit dem man an die Welt, aber auch an sich selber herangeht, dann macht es logischerweise keinen Sinn, vom Gegenüber zu erwarten, dass er dasselbe macht, weil der hat ja seine eigene private, persönliche Systematik, mit der er an seine Umwelt und an sich selber herangeht. Und deshalb in der Kunst ist es ein wunderbarer Vorgang, sich bewusst zu werden, dass man persönlich und privat beurteilt und entscheidet und eben gerade nicht abstrakt, absolut ein Urteil fällt über alles, das für alle gelten würde. Weißt du noch einen dran? Ja. In einer Schreinerei werden Dinge hergestellt, die für den täglichen Gebrauch gedacht sind. Vom Bett über den Stuhl zum Tisch, darum heißt es ja auch Tischlerei. Man muss sich der Tischler Gedanken machen, was ist ein brauchbarer Tisch, was ist ein sinnvoller Tisch und was ist ein Tisch, der so ausschaut, dass er Freude macht, ihn zu benutzen. Der Schreiner macht einen Tisch, an den man hinsitzen kann und wo einem die Tischplatte nicht gleich auf die Knie fällt, weil er vernünftige Füße hat. Und das verbindet ihn wieder mit Kunst. Weil ein Künstler muss schauen, dass er seine Gedankenverpackungen so macht, dass die Leute Freude haben, damit umzugehen. Das heißt, der Faktor der Zugänglichkeit, der Zuneigung zu einem Objekt ist mit der Kunst genau der gleiche wie beim Handwerk. Vor vielen Jahren hat mich der Martin Berreiter gefragt, ob ich nicht eine Gestaltung finden könnte oder eine Bemalung finden könnte für Werkzeugkästen. Jeder Mitarbeiter hat seinen persönlichen individuellen Kasten
Und ich habe dann die Idee gehabt, ihnen mit Hilfe von Tannennadeln die Silhouette einer Hand aufzumalen auf diese Kästen. Die Tannennadeln sind schlicht und ergreifend auf dieses Holz aufgemalt. Also aus einer Möglichkeit eine Wirklichkeit werden zu lassen, das ist die Hand. Handgedacht. Dieses Verharren vor Kunstobjekten, vor Bildern und in Ehrfurcht erstarren, war mir immer ein Gräuel. Und das Bild zu öffnen, es war so in den 80er Jahren, in denen ich angefangen habe, Bildzelte zu machen. Bewohnbare Bilder. Das war eine der faszinierendsten und eines der bewegendsten Erlebnisse in meinem künstlerischen Arbeiten. Und auf diese Art und Weise sind auch die Betrachterfiguren entstanden, die uns gegenüberstehen, um die wir herumgehen können, denen wir zusammen gedankliche Räume öffnen können, in denen wir die Hauptdarsteller sind. Betrachterfiguren sind keine klassischen Skulpturen, sondern sie sind eigentlich Fragesteller. Und dafür können uns Kunstobjekte, wie zum Beispiel diese Betrachterfiguren, Begleiter sein. Sie können uns helfen, als Gegenüber ein Spiegel zu sein, in dem wir uns wahrnehmen können und in dem wir uns unsere eigene würdevolle Welt zumindest gedanklich rekonstruieren. Wichtig ist eigentlich, dass man in einem Menschen die hohe Inkarnation von Zuneigung und Liebe entdecken kann und Zusammengehörigkeit in der Existenz entdecken kann. Und ich finde das einen sehr schönen Satz. Nur wenn wir genau hinsehen, können wir in uns hineinschauen. Und weil viele Worte ein Bild nur überdecken, lasse ich sie jetzt alleine.